Herzlich willkommen zum Sofa Talk. Moment. Mist. Nanu? Di Trenitalia, proveniente da Bassano del Grappa e diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 11:23, è in arrivo al binario 11. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Die Umgebung sieht so verändert aus. Wir waren doch beim letzten Sofa-Talk in der Maschinenhalle. Ja, die Hallenmiete war zu teuer. Daher sind wir umgezogen. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind auf dem Campo Beccarie. Campo Beccarie? Genauer gesagt im Mercato del Pesce. Ach ja, der Fischmarkt beim Mercato Rialto. Jetzt erkenne ich. Du warst ganz schön in deine Lektüre vertieft. Hast gar nicht gemerkt, dass wir mit dem Zug über die Ponte della Libertà gefahren sind. Über die Brücke in der Lagune. Die Freiheitsbrücke. Richtig, bei der Ponte della Libertà handelt es sich genauer gesagt um zwei Brücken. Die ältere ist die Eisenbahnbrücke. Sie wurde 1846 eröffnet. Sie besteht aus 222 gemauerten Steinbögen. Parallel dazu führt die Straßenbrücke. Sie ist fast 4 Kilometer lang, aus Stahlbeton und Stein gebaut und wurde 1933 fertiggestellt. Da fährt auch der Translor rüber. Du meinst diesen Bus? Der Translor ist eine Straßenbahn, kein Bus. Sie hat allerdings Gummireifen und fährt auf normalem Straßenbelag. Ach so? Ja, die Nachteile der Straßenbahn sind mit den Nachteilen des Busses kombiniert. In der Mitte gibt es eine Führungsschiene, die ist in der Straße versenkt. Derselbe Fahrweg wird auch von Autos. Hier fährt man besser nicht mit dem Auto hin. Vielleicht noch eher mit dem Boot. Stimmt, hier gibt es mehr Boote als Autos. Es gibt nicht mal Fahrräder hier, wenn man das mal mit Amsterdam vergleicht, dem Venedig des Nordens. Übrigens sind Fahrräder hier in der Altstadt verboten. Man darf sie nicht mal schieben. Es drohen 100 € Strafe. Naja, wir sind eben jetzt im Amsterdam des Südens angekommen. Ja, im echten Venedig. Cool, hier wollte ich schon immer mal hin. Statt Fahrräder gibt es hier Gondeln. Die Gondola, davon gibt es hier ganz viele.
Dieser venezianische Bootstyp kam wahrscheinlich erstmals im 11. Jahrhundert auf. Sie werden traditionell aus Holz gebaut, haben viele großartige Verzierungen und sind stellenweise vergoldet. Manchmal sieht man auch größere Boote hier. Zum Glück dürfen Kreuzfahrtschiffe seit dem 1. August 2021 nicht mehr hier vor dem Markusplatz herumfahren. Venedig ist Weltkulturerbe und durch die Kreuzfahrtschiffe drohte die Aberkennung des Titels. Wenn du schon mit einem Motorboot fahren willst, empfehle ich das hier. Die Vaporetti, die Wasserbusse, die verkehren in einem dichten Liniennetz. Du hast recht, damit kann man Venedig gut vom Wasser aus besichtigen. Aber das Tagesticket kostet 21 €. Dann lass uns lieber zu Fuß gehen. Dabei entdecken wir sehr viele malerische Blickwinkel und haben mehr Zeit, den Zauber der Altstadt zu genießen. Du findest quasi an jeder Ecke Fotomotive. Schau dir diese malerische Gasse an. Eine wassergefüllte Gasse. Die Leute kommen nur mit dem Boot in ihre Häuser. Dafür müssen sie nicht die Straße vor ihrem Haus fegen. Oder diese kleine Brücke. Du findest hunderte von alten Brücken hier. Hatten wir ja auch schon in Amsterdam. Ja, dort gibt es sogar über 1000 Brücken. Venedig hat nur etwa 400 Brücken. Dieser Kanal, der Rio delle Beccarie, mündet dort in 100 Metern in den Canal Grande. Du kannst also mit dem Boot direkt zum Bahnhof Santa Lucia fahren. Direkt zum Bahnhof Santa Lucia? Wenn du vom Hauptbahnhof Santa Lucia mit 10 Minuten ohne einzuchecken, dann startest du im Grunde genommen am Hafen, am Hauptbahnhof, startest du deinen Zug. 10 Minuten. Du steigst in den Hauptbahnhof ein und in das Boot ein. Du fährst mit dem Boot in 10 Minuten an den Hauptbahnhof. Dann startest du praktisch hier an der Brücke. 10 Minuten? Das ist ja Transrapid. Ja, wie ich gesagt habe, hier vom Rio delle Beccarie. Rio delle Beccarie? Ist das der Metzgerkanal? Haben wir auch Kanäle für unsere vegetarischen Freunde? Ja, hier zum Beispiel. Das hier ist der Rio dei Barcaroli. Die Barcaroli waren die Zünfte der Gondoliere. Hier sind viele Rios nach Handwerkszünften benannt. Das ist schön. Handwerk hat goldenen Boden. Und überall siehst du diese mediterranen Farben. Das Wasser bildet einen großartigen Komplementärkontrast. Wir sind übrigens auf der Ponte de Piscina. Hoffentlich gehen die Leute hier nicht schwimmen. Die Ponte della Guerra über den Rio de San Giuliano. Die Kriegsbrücke? Hier gab es Streitereien zwischen Patrizierfamilien. Es könnte ja auch mal ohne Konflikte gehen. Es gibt unzählige dieser Blickachsen und großartige venezianische Architektur. Architektur? Sehr gut. Wir schauen uns mal an, wie die Gewichtskräfte ins Fundament abgeleitet werden. Die Fundamente bestehen übrigens aus unzähligen Holzpfählen.
Das hier ist einer von über 200 Campi und Campielli. Ja, wunderbar. Aber die Besichtigung zu Fuß ist anstrengend. Komm, wir setzen uns mal hin. Und das Licht hier ist unglaublich. Naja, wir haben eben Sommer und sind auf etwa 45 Grad nördlicher Breite. Ich habe hier noch eine sehenswerte Blickachse. Die Seufzerbrücke. Die Seufzerbrücke. Ach ja. Die Brücke im Barockstil diente als Verbindung zwischen den Büros der Staatsinquisitoren und den ehemaligen Staatsgefängnissen. Wenn du den Dogenpalast besichtigst, kannst du hier durchgehen. Heute wirst du nicht mehr eingesperrt. Da bin ich aber froh. Hier im Nachbarkanal gibt es noch so eine Gebäudebrücke. Ganz schön blöd, wenn Touristen die mit der Seufzerbrücke verwechseln. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug malerische Winkel gesehen. Hier muss man ganz schön aufpassen, dass man keine nassen Füße bekommt. Profis nehmen Gummistiefel mit. Das braucht man eigentlich zukünftig nicht mehr. Mitte 2020 ist das Sturmflutsperrwerk Mose in Betrieb gegangen. Damit kann die Lagune von der Adria abgetrennt werden. Es gibt 3 Lagunenzufahrten. Dort sind insgesamt 78 bewegliche Fluttore im Meeresboden eingelassen. Das Prinzip wurde von den Toren großer Schiffsdocks übernommen. Die Klappen sind große Stahlkästen, die mit Wasser geflutet sind und in Schächten am Meeresboden liegen. Bei drohendem Hochwasser drückt Pressluft das Wasser heraus und die Tore richten sich auf. Damit soll das historische Zentrum von Venedig vor Hochwasser geschützt werden. Das Ding heißt Mose, wie der biblische Prophet Moses, der beim Auszug aus Ägypten das Wasser des Roten Meeres geteilt hat. Ja, das passt doch. Mose ist aber auch die Abkürzung von Modulo Sperimentale Electromecanico. Die Elektromechanik funktioniert aber nicht richtig. Ende 2020 gab es wieder Überschwemmungen in Venedig. Sogar der Markusdom war wieder mal überflutet. Angeblich sollte es kein Hochwasser geben. Die Anlage ist auf eine genaue Vorhersage angewiesen, denn sie braucht einen gewissen Vorlauf, damit sie aktiviert werden kann. Die Vorgaben für das System sollen aber überprüft werden, damit das nicht wieder passiert. Das hört sich nicht nach moderner Technik an. Bei Moses und dem Roten Meer hat es besser funktioniert. Da muss ich dir recht geben. Man hätte die Anlage sicher besser automatisieren können. Bestimmt hat die Software versagt, weil sie mit künstlicher Intelligenz ausgestattet wurde. Sie hatte einfach keine Lust zu arbeiten. Es gibt auch andere Ideen in Bezug auf das versinkende Venedig. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist die Installation Support des Künstlers Lorenzo Quinn von der Biennale 2017. Das Kunstwerk soll daran erinnern, dass das Weltkulturerbe Venedig durch den Klimawandel ernsthaft bedroht ist. Die Hände waren 9 Meter hoch. Leider sind sie wieder abgebaut worden. Aber Lorenzo Quinn hat zur Biennale 2019 wieder Hände geliefert mit seinem Kunstwerk Building Bridges. Er ist übrigens der 5. Sohn des Schauspielers Anthony Quinn. Und er hat selbst auch als Schauspieler in mehreren Filmen mitgewirkt. Bevor du jetzt noch mehr von Kunst erzählst, müssen wir uns mal ein paar technische Dinge anschauen. Die Gondeln,
Die sehen aber nicht sehr technisch aus. Eigentlich eher künstlerisch. Über die künstlerische Gestaltung kann man ja mal hinwegsehen. Interessant ist, wie sie gebaut werden. In dieser alten Gondelwerft werden die Boote noch traditionell gefertigt. Für den Bau werden 8 verschiedene Holzsorten verwendet. Zum Biegen der langen Bretter, die Boote sind immerhin 11 Meter lang, wird ein offenes Schilfrohrfeuer benötigt. Schilfrohr gibt ein feuchtes Feuer mit großer Flamme, die nicht zu heiß ist. Offene Feuer in den Werften wurden in Venedig 1996 nach einem Theaterbrand verboten. Daher müssen die Gondelbauer permanent gegen das Gesetz verstoßen. Tatsächlich? Das ist ja verrückt. Sie müssen für den Bootsbau Feuer machen und dürfen das eigentlich nicht. Dann könnte man ja gleich den Beruf des Gondelbauers verbieten. Hinterher hätten wir ein Venedig ohne Gondeln. Ja, und interessant ist auch, warum die Gondeln geradeaus fahren, obwohl der Gondoliere mit seinem Ruder nur auf der rechten Seite rudert. Eigentlich müsste das Boot immer nach links fahren. Aber die Boote werden asymmetrisch gebaut. Die linke Bootsseite ist stärker gekrümmt und verleiht dem Boot die Tendenz nach rechts zu steuern. Das gleicht das einseitige Rudern aus und es fährt geradeaus. Du erwartest jetzt aber nicht, dass das jemand verstanden hat? Ich könnte es auch mathematisch aufschreiben, damit es besser verständlich wird. Bevor das passiert, habe ich auch noch ein interessantes Thema. Die Peggy Guggenheim Collection. Das ist ein berühmtes Kunstmuseum in Venedig. Peggy Guggenheim Collection? Peggy Guggenheim war eine amerikanische Kunstmäzenin, Sammlerin und Galeristin der Kunst des 20. Jahrhunderts. Ihr Vater, Benjamin Guggenheim, entstammte einer wohlhabenden amerikanischen industriellen Familie. Er kam 1912 beim Untergang der Titanic ums Leben. Ihr Onkel war der amerikanische Industrielle und Kunstsammler Salomon Guggenheim, Gründer der Salomon R. Guggenheim Foundation. Ab 1937 begann sie, nach Aufenthalten in New York, Paris und London, eine Kunstsammlung aufzubauen. Sie hatte in London ihre erste Galerie. In Paris kaufte sie zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zahlreiche Arbeiten auf, da viele Künstler die Stadt verlassen und ihre Gemälde verkaufen wollten. Dort entstand der Grundstock ihrer großen Sammlung moderner Kunst. Klingt ja spannend. Sie unterstützte Flüchtlinge bei der Ausreise aus Frankreich und floh selbst 1941 mit ihrer Kunstsammlung nach New York. Dort heiratete sie Max Ernst. 1947 kehrte Peggy Guggenheim nach Europa zurück und zog nach Venedig. Dort erwarb sie den Palazzo Venier dei Leoni am Canal Grande, der noch heute ihre Kunstsammlung beherbergt. Wahnsinn, wie der Krieg die Kunstgeschichte beeinflusst hat. Das kann man so sagen. Und es ist auch heute noch so, dass Künstler die dramatischen Ereignisse ihrer Zeit in ihrer künstlerischen Arbeit reflektieren. Auf die künstlerische Reflexion der aktuellen Ereignisse kannst du ja vielleicht das nächste Mal zu sprechen kommen. Lass uns jetzt lieber zum Mercato del Pesce zurückfahren. Du hast recht, so eine Besichtigung ist anstrengend. Erstmal ausruhen und die Gondelfahrt genießen. Sightseeing macht auch hungrig. Es wird Zeit, dass wir uns mal stärken. Sehr gute Idee.
geht doch nichts über ein leckeres Fischbrötchen. Und ein kühles Bier. Prost!